Ja, vielen Dank zunächst, dass Sie auch hier dabei sind bei FDG in Flensburg, ein wichtiger Partner für die Bundeswehr, seit 1963 bereits mit über 1000 Beschäftigten, Hersteller und Konstrukteur vieler verschiedener Geräte, die wir als Bundeswehr brauchen, die aber vor allen Dingen jetzt auch intensiv gebraucht werden von der Ukraine. Beispielsweise der Leopard 1A5. Wir haben uns gerade noch mal vorstellen lassen, wie die weitere Abfolge sind. Insgesamt werden es 130, glaube ich, ne? 110, davon 80 bis Ende des Jahres ausgeliefert und die anderen 30 dann Anfang 24. Einige Fahrzeuge wie Brückenlegepanzer und Pionierfahrzeuge werden aus dem Rahmen des 2,7 Milliarden Euro Pakets, was wir im Mai vorgestellt haben, sind Bestandteil davon. Was sich daran zeigt, ist, dass wir alles tun, um die Ukraine unterstützen. Und diese Unterstützung ist eben untrennbar verbunden mit dem Thema Waffenproduktion, Lieferung und Instandsetzung. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ich zusammen mit dem NATO-Generalsekretär diesen Standort der Flensburger Fahrzeuggesellschaft besuchen kann. Interessante Eindrücke, die wir hier gewinnen konnten. Ein Bild von motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und die Leistung dieses Unternehmens ist eben ein sehr wichtiger Beitrag für die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr einerseits, aber andererseits eben auch für die Unterstützung der Ukraine. Gerade die Leopard 1A5, die immer wieder in aller Munde sind, mögen zwar alt sein, aber sie sind immer noch ein außerordentlich wertvolles System. Sie können in der Ukraine wertvolle Dienste leisten, gelten auch als ebenbürtig gegenüber dem T-72. Deswegen ist die Ukraine sehr froh und dankbar, dass sie diese Fahrzeuge bekommt. Das ist ein Projekt, das wir gemeinsam mit Dänemark finanzieren. Die Arbeiten werden hier ausgeführt, die Zahl habe ich genannt. Die ersten Panzer, habe ich gesagt, werden im nächsten Monat ausgeliefert. Insgesamt also eine große Zahl von Fahrzeugen, die hier aus Flensburg stammen und die Ukraine in ihrem Kampf gegen den russischen Aggressor unterstützen. Ich freue mich sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben, weil wir immer in den Medien und in unseren Statements über Waffensysteme, Fahrzeuge und so weiter berichten und uns darüber unterhalten, wie viel kann denn wer geben und was kostet was. Am Ende ist es aber alles eben Handwerk und Ingenieurskunst aus Deutschland in dem Fall. Und deswegen war es uns auch wichtig, hier noch einmal Ihre Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Das sind eben alles Gerätschaften, Waffensysteme und Fahrzeuge, die nicht vom Himmel fallen, sondern die produziert werden, die mit viel Kreativität auch wiederhergestellt werden, insbesondere bei den alten Fahrzeugen. Und deswegen war das heute das Ziel, hier einmal vorbeizuschauen. Danke den beiden Herren von der Firma FDG für ihre hervorragende Arbeit und bedanke mich auch seitens des Bundesverteidigungsministeriums für die gute und stets sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit. Vielen Dank, lieber Jens. Minister Pistorius, Boris and Mr. Erichsen, it's a great honor and pleasure to be here today, and I'm really impressed by what I have seen. To be here in Flensburg at the FFG and to see how a German defense industry really is making a difference for Ukraine every day. Because this company is the biggest provider of combat vehicles to Ukraine in Europe. And we know that what you are delivering is actually helping the Ukrainians to save lives and to regain territory and to push back the Russian aggression. And when I see the competence, the ingenuity, the skills of this industry here in Flensburg, I'm really encouraged, and I commend Germany for the big and important contributions you are making in so many different ways, but also by providing the refurbishment, the maintenance, and these different types of vehicles, which are so important for Ukraine. I thank the German defense industry in general and the FFG in particular for what you're doing, but also the German government for financing all these efforts and all this support for Ukraine. And we see the different vehicles, the mine plow, the mine clearing vehicle, we see the bridge laying vehicle, we see a command post vehicle, and I was also told that there are different air defense vehicles which are now produced and which are going to be delivered to Ukraine. So I'm encouraged and I'm extremely honored to be able to be here and to see this with my own eyes. There is a huge difference being in different meetings and being in favor of these kinds of support and actually see it myself and to see what this really is about. Then I would just say that the war in Ukraine is now a war of attrition, and the war of attrition
becomes a war of logistics. So the importance of having a strong defense industry which is able to provide for the long haul the equipment, the maintenance, the repair of different types of systems, including these vehicles we see here at the FFG, just becomes even more important. So if we are going to be prepared for long haul, if we are going to ensure that President Putin is not able to wait us out, then we have to trust companies like the FFG and the German defense industry. So thank you once again for what you do, both the German government and the German defense industry. Wenn Sie Fragen haben, freuen wir uns, wenn Sie den Namen und das Medium sagen würden. Bitte schön. Andreas Schmidt, Norddeutscher Rundfunk. Mr. Secretary General, there is a demining vehicle behind you. Doesn't Ukraine need many more of those to push forward in the south? But NATO allies are now providing more demining equipment for Ukraine, and also heavy armored demining equipment like this. Germany is a key provider, but also all other allies are providing. The United States and other allies are providing similar equipment. And of course, the Ukrainians have now launched the offensive. They are gaining ground. It's still early days. We know that Ukrainians face a difficult terrain. They face dug-in Russian resistance. The Russians have been able to establish static, well-prepared defense lines with minefields, with dragon teeth, with tank trenches. But this equipment is exactly the type of equipment the Ukrainians need to overcome those well-prepared Russian defensive lines, and therefore I welcome so much the support from Germany, but also from other NATO allies. Gibt es weitere Fragen? Sie doch mal. Eine Frage noch an Herrn Pistorius. Die deutsche Verteidigungsindustrie ist in den vergangenen Jahrzehnten ja eher kleiner geworden. Jetzt lernen wir von Herrn Pistorius, dass sie immer mehr produzieren muss. Und dann gibt es ja auch noch die Zeitenwende in Deutschland. Ist der deutsche industrielle Sektor überhaupt darauf vorbereitet, auf diese Art von Nachfrage? Und welche Rolle spielt der Fachkräftemangel, den es insgesamt gibt in Deutschland? Der Fachkräftemangel spielt natürlich in Deutschland genauso wie anderswo eine zentrale Rolle. Dazu würde Herr Erichsen von FDG auch was sagen können. Das ist in der Tat eine Herausforderung. Und ja, die deutsche Rüstungsindustrie, und auch das gilt gleichermaßen für die französische oder für die britische, hat in den letzten Jahren weniger oder in den letzten Jahrzehnten weniger produziert als in anderen Zeiten. Das ist so. Die Kapazitäten werden aber schon seit geraumer Zeit hochgefahren. Und in allen Gesprächen, die ich regelmäßig mit den Vertretern der Rüstungsindustrie führe, übrigens als erster Verteidigungsminister auch wieder persönlich seit einigen Jahren der erste, wird mir immer wieder versichert, sie tun alles, um die Kapazitäten hochzufahren, weil sie wissen, dass es jetzt darauf ankommt, nicht nur für die Unterstützung der Ukraine, sondern auch für die Wiederherstellung der Bündnis- und Landesverteidigungsfähigkeit von Bundeswehr und den anderen Streitkräften. Ich gucke mal in die Runde. Sie noch? Norwegian Broadcasting Minister, would you like the Secretary General to stay a little bit longer in his job? This is not a decision I have to make. It depends whether the member states will agree to any candidate, which I don't see at the moment. But if we don't see it that way, and we don't find a solution, I would really appreciate to prolong my cooperation with Jens. But that depends not on my opinion or my decision. So what your opinion is positive then? Of course, the decision would be positive if the member state don't agree to another new candidate. Sina? I would like to ask how important, I'm from the Flensburger, the Danish, how do you say, Minderheitszeitung, minority paper. How important is FFG a company for Europe right now? FFG is very important, and Flensburg hosting FFG is making a difference as we speak, because this company, FFG, is the largest provider of combat vehicles for Ukraine. So it's obvious that this is extremely important for Europe, extremely important for Ukraine, because without these vehicles, the infantry fighting vehicles, the modernized and refurbished Leopard 1 battle tanks and the mine clearance vehicles and all the other vehicles we see around here, of course the
offensive, the advances the Ukrainians are making would not have been possible. So we are extremely grateful in NATO. I know that Ukrainians are very grateful, and we are grateful both for what Flensburg FFG is providing as support to Ukraine, but also grateful for the financial support that enables this provided by the German government. Ich kann das für meine Seite nur bestätigen. FFG ist sehr, sehr wichtig als Partner. Ich habe es eingangs gesagt. Ich darf gerne noch, es gibt ja dazu auch noch die Zeitenwende in Deutschland. Einer der großen Bremsklötze dabei ist die Wehrbürokratie. Wann glauben Sie, ist der Zeitpunkt erreicht, dass die Beschaffungsprozesse auch in Deutschland deutlich kürzer werden? Ich sehe die Fortschritte bereits. Wir haben sämtliche Beschaffungsverträge für Munition, für die neuen Panzerhaubitzen, für die Leopard 2A8 Panzer 50% schneller fertiggebracht, als das am Anfang des Jahres noch geplant war. Und wir werden in dem Tempo fortfahren. Gibt es weitere Fragen? Sehe ich nicht. Dann vielen Dank für Ihr Interesse und einen schönen Nachmittag. Thank you.